you singing in a photograph. Then it wasn't long I fell in love and hoped you'd feel the same. So you told me come on over and we'll sing a sweet. Also grundsätzlich Fünfzylinder-Leidenschaft war schon immer gegeben. Ich muss sagen, selbst als kleiner Junge bei uns im Bekannten- und Freundeskreis, da waren doch auch schon Ältere und die haben auch schon Fünfzylinder-Fahrzeuge gehabt. Ich rede da zum Beispiel von meinem Lackierer, Grüße gehen raus an Franco, der hat einen Urquattro gefahren und damals ungefähr so einen 350 PS Step gehabt in dem Ding. Ja, und wenn man dann 8 Jahre alt ist, beeindruckt es dann schon sehr, ne? Und prägt dann irgendwo auch. Und naja, dann kamen die Pikes Peak Geschichten, was auch so mit denen ihre Zeit war. Ja, also da habe ich nicht mehr miterleben können, aber ja, und so halt dann die Faszination Fünfzylinder. Ja, ich bin der Christian, Bayreuther und komme aus dem schönen Oberfranken in Bayern und ja, mache halt jobtechnisch eine Tuningfirma, die heißt Franken Performance und das seit 2016. Also Basis ist 1997er Audi S6 C4. Serienleistung von dem Auto sind bei 230 PS und mittlerweile etwas stärker modifiziert durch ein paar Veränderungen, leistet er jetzt in der Spitze um die 800. Ja. Das ist ein Newtonmeter um die 920, also schon relativ kräftig, fährt auch ganz gut entsprechend. Irgendwann soll es dann auch mal der eigene sein. Es ist natürlich nicht so ganz einfach, da ein gutes Basisfahrzeug zu finden. Ich habe mich da viel umgeschaut und war dann auch relativ schnell deprimiert, weil ja, die Karossen rostig, viel Arbeit, teilweise runtergewirtschaftet. Dann brauchst du auch als Basis, wenn du mal irgendwie was fahren willst, nicht eine Automatik, sondern einen Handschalter. Ja, und ich hatte dann eigentlich Glück gehabt, dass ich von einem Bekannten, der selber ein S2 Coupé noch hat, das Fahrzeug relativ zum guten Kurs erstanden habe. Damals waren die noch preiswert und bezahlbar. Ja, und so kam es einfach dazu, dass ich mir mal so einen Fünfzylinder zugelegt habe und relativ schnell drin verliebt habe. Ja, und dann, wie es halt so ist, ne, ich kann die Finger dann auch nicht stillhalten und dann geht es halt los, das Geschraube. Das fängt dann mit Kleinsachen an und endet dann bei sowas. Aber ich muss sagen, ich habe gleich zu Beginn, wo ich den großen Step, wie er jetzt ist, eingebaut habe, es ist jetzt auch schon so, dass der 4 Jahre in dem Setup fährt, da habe ich mir ein Getriebe mitbestellt gehabt, weil ich der Meinung war, ja, das 6-Gang CBL-Getriebe, das da drin steckt ab Werk, das wird das nicht aushalten oder auf Dauer zumindest nicht standhaft sein. Im Nachhinein war ich schlauer, das hätte es wahrscheinlich auch getan. Jedenfalls habe ich ein Getriebe in Auftrag gegeben, zu produzieren, einen 6-Gang-Dock-Radsatz mit reinzubauen. Und da ging einiges schief, da wurde dann tatsächlich mir mal das falsche Getriebe angeliefert und dann gab es da mit dem Corona ein bisschen Lieferverzögerungen. Ja, und schließlich und endlich habe ich dann erst vor 1,5 Jahren das passende Getriebe gekriegt.
Ja, und dann hatte ich das Problem, dass natürlich auch nichts mehr gepasst hat, weil die Eingangswelle nicht mehr original war. Dann musste ein anderer Kupplungssatz her. Mit einem anderen Kupplungssatz ging dann der Trigger nicht mehr. Das Auto ist nicht mehr gestartet. Also umgebaut auf einen anderen Trigger. Und ja, das Steuergerät konnte dann wiederum den Trigger nicht. Also ein anderes Steuergerät. Und das Steuergerät, was ich bekommen habe, war dann auch leider defekt ab Werk. Was die Fehlersuche auch dann ziemlich schwierig gestaltet hat. Dann habe ich das passende Steuergerät gehabt. Dann ging das Auto zwar an, aber nach dem ersten Meter war zufällig ein neues, aber defektes Ausrücklager. Auch schuld, dass dann die Kupplung wieder kaputt war und so, wo ich nur 3 Meter gerollt bin. Also das deprimiert dann schon mal, wenn man dann so in einem Monat 6-mal das Getriebe runterbaut und da alles Mögliche umbasteln muss. Aber ja, solche Herausforderungen und solche steinigen Wege muss man halt gehen. Ne? Also grundsätzlich würde jeder Laie sagen, wer da einsteigt, irgendwas passt hier nicht, ja, hier ist was defekt. Ja. Selbst einer, der so von der Materie schon ein bisschen Ahnung hat, würde vielleicht sagen, ist trotzdem irgendwie, könnte da was im Busch sein, gerade lagerscheinmäßig, weil es klackert wie Sau. Ja, aber im Grunde genommen passt doch alles. Und wenn du mit dem Auto eine ganze Zeit lang fährst, und das Vertrauen da rein irgendwann gewinnst, ja, dann sage ich mal, ist das halt einfach Gewohnheitssache. Ne? Und ja, also auch der engere Bekanntenkreis, der dann öfter mal mitfährt und so, die finden das zwar auch immer alles wild, ja, weil die Geräuschkulisse einfach so ist, als wenn gar nichts mehr in Ordnung ist, aber im Grunde genommen gewöhnt man sich an alles, ja, würde ich mal so sagen, auch an die Leistung, klar. Mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, lieber humane Leistung fahren und dieses Wettrennen nicht mitzumachen. Ja, also ich kenne auch viele im Freundeskreis, die wirklich ans Limit gehen. Das muss man klipp und klar sagen, mache ich nicht. Also ich würde das bestimmt auch so zusammenbringen, ja. Aber es soll nicht faul klingen, aber die Schrauberei ist mir halt einfach dann, da fehlt mir meine Lebenszeit, dass ich sage, ich kann mich da für 4 Stunden fahren, eine Woche lang unter das Auto legen. Ja, lieber ein Setup, wo ich mich darauf verlassen kann, wenn ich mal Bock habe zu fahren, dass das funktioniert. Es ist sicherlich auch nichts für die Ewigkeit, aber es ist zumindest mal ein haltbarer Schritt, würde ich jetzt sagen. Auch jetzt auf die Zeit gesehen kann man schon sagen, wenn man 4 Jahre lang mit einem und demselben Setup fährt, das funktioniert. Ja. Das muss nicht immer, jeder kann das ja bauen, wie er möchte, ne? Das sage ich auch immer. Also wenn da einer was anderes ist, viele Wege führen nach oben, sagen wir es so. Ne? Und ich lasse jeden da seinen Weg gehen. Die letzten Umbauten am Auto waren, jetzt habe ich mir ein wenig Fokus auf Interieur gelegt und ein bisschen Gewichtsoptimierung. Leistungstechnisch war das alles gut, aber Fahrverhalten vom Auto doch eher schlecht. Man sieht es ja, Familienkombi und es ist sauschwer. Also nicht zu vergleichen mit einem 80er Audi oder 90er. Und ja, dementsprechend fährt es ein bisschen wild und ja, das muss ein bisschen abspecken, der Gute. Innenraum leer, Recaro Poles rein, ein geschüsseltes Lenkrad für ein bisschen mehr besseres Handling am Fahrzeug und ja, Reduzierung der Felge von 20 auf 19. Ich hätte ja gern 18er gehabt, aber die AZFA gab es leider nur noch gebraucht 19, was ich so gefunden habe. Also wenn jemand was hat, gerne her damit. Und natürlich Semislick-Reifen für den Grip, wo vorher normale Straßenreifen drauf waren. Danke kann man einfach an alle sagen, die da irgendwie die Nerven mit mir haben, weil ich bin doch ein Mensch, ich liebe irgendwie dann schon die Perfektion und wenn irgendwie was nicht passt am Auto, dann kann ich auch nachts nicht ruhig schlafen, also ich würde es schon gerne immer fertig haben und ich glaube, ich übe da schon sowohl als auf Family, Freundin, Bekannte, Freunde, also wie sagt der Speedy immer, der sagt immer, ich habe einen Ruhepuls von 200. Wenn es irgendwie was mit dem Auto ist. Deswegen danke für die Geduld. Ist nicht immer einfach, weiß ich selber. Und ja, ich kann euch nicht versprechen, dass es besser wird. Ich glaube es eher nicht. Also Leute, wenn euch unser Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, zeigt es euren Kollegen, euren Freunden und habt Spaß, bleibt cool, bleibt anständig. Viel Spaß euch, macht's gut.